Hallöchen zusammen und willkommen zum neuen Perspektivenkurs. Dieses Haus, das werden wir heute mal eben konstruieren. Das ist nur eine kleine, schnelle Vorzeichnung, da könnte man jetzt wieder was draus machen. Aber ja, es ist wie gesagt nur zur Visualisierung, wie man denn diese ganzen Linien macht und wie man diese ganzen Objekte hier einfach einbaut. So, das kommt jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist das Haus, was hier im Hintergrund liegt, der dritte Teil, und zwar der dritte Teil des dritten Hauses. Die Aquarellierung, die findet ihr hier oben. Packen wir mal eben die graue Pappe aus und legen los. Hier haben wir die Pappe. Das haben wir bisher auf die Beine gestellt. Das heißt, wir haben einen Tuschebecher konstruiert und Würfeln nach der Ausrichtung und den Fluchtpunkten so ein bisschen analysiert. Und die Geschichte machen wir heute. Die habe ich letztes Mal versprochen, die haben wir nicht gemacht. Dafür machen wir die heute. Wir bauen einen Würfel und hüllen den aus mit Fenstern, mit Türen, mit Dächern etc. Ein Schornstein noch mit drauf. Alles, was an so einem Ding drankommt, und das kann man alles konstruieren. Also, das hier weg und ein Blatt hin, noch ein Stück näher ran und los geht's. So, wir haben... und direkt versaut. Ich glaube es nicht. Oh, ich mag keine weißen Blätter. Das ist hier direkt die Finger dreckig. Es ist unfassbar. Also, wir holen uns hier mal eben einen Würfel hin. Das machen wir genau. Wir zeichnen uns hier einen Kreis. Jetzt kann ich es mal in groß machen. Und in diesen Kreis hauen wir uns mal eben ein würfelähnliches Gebilde. Es dient nur zur Visualisierung. Hier im Hintergrund zeichnen wir einfach mit, das bleibt transparent. Also, wie sieht das denn aus? Ich möchte jetzt hier zum Beispiel ein Dach drauf haben. Wie mache ich das? Ganz einfach, und zwar mit den Diagonalen. So, die Diagonalen müssen von Ecke zu Ecke gezogen werden und sollten möglichst gerade sein. Ich mache das jetzt hier von Hand. Ihr solltet das auf jeden Fall mit einem Lineal machen oder so, damit das Ergebnis halbwegs passt. Denn wenn wir jetzt hier eine Senkrechte hinzuziehen, dann sollte diese Fläche größer sein als diese. Wenn wir das jetzt hier machen, ebenso. Diese größer als diese. Warum? Weil sich das nach hinten hin verjüngt. Das heißt zu der und nach unten auch. Das heißt, wenn wir das hier in der Hälfte teilen, dann ist oben größer als unten, genau wie hier auch. Und oben natürlich auch. So, was haben wir jetzt? Wir haben einen Würfel, der in ganz viele kleine Raster unterteilt ist. So, das gibt uns jetzt eine besondere Art, irgendwas zu gestalten. Und zwar können wir jetzt, wenn wir mit dem Dach zum Beispiel anfangen, einfach sagen, wir ziehen diese Senkrechte hier länger. Und zwar so viel länger, dass man das wirklich als Dach bezeichnen kann. Sagen wir so bis hier. Und wir können die unendlich laufen lassen. Okay, machen wir gar keine Beschränkung. Und immer von vorne nach hinten arbeiten. Also immer dahin, wo es sich verkleinert. Hier hinten, da wir das transparent gemacht haben, können wir im Prinzip die Senkrechte hier hinten auch einfach himmelwärts zeichnen, so wie die anderen hier auch. Und jetzt sagen wir irgendwo hier auf der ersten Achse so, da reicht's. Hier ist jetzt der Schnittpunkt und von hier aus ziehen wir eine Linie nach hinten. Die sollte sich jetzt wieder zu den Linien gesellen, weil die ja alle zu dem Fluchtpunkt gehen. So, und jetzt können wir entscheiden, dass wir diese Punkte hier oben mit den Punkten da unten verbinden. Das sehe dann so aus. Damit hätten wir ein Dach konstruiert. Ich ziehe das Ganze mal ein bisschen runter, damit man das besser sieht. Ich hoffe, es war gerade nicht unscharf. Okay, jetzt haben wir hier diese Dachflächen. Jetzt können wir überlegen, was machen wir denn mit dem Dach? Ziehen wir das vielleicht noch ein Stück hier runter, dann können wir das so entscheiden. Und hier können wir das auch noch ein Stück runterziehen. Das ist dann mit der Höhe hier verbunden, weil hier, wo das da endet, soll das ja auch enden. Wir können das jetzt entweder schätzen oder wir ziehen von hier eine Schnittlinie nach hier hinten und die schneidet das da ab. Das heißt, da und da ist Feierabend. Jetzt sehe man hier noch so ein Stück vom Unterstand, der natürlich auch wieder in diese Richtung läuft, ne? Und hier vorne wäre das da abgeschnitten. Jetzt müsste ein Dachaufbau kommen. Das heißt, hier ist ja irgendwo eine Stärke, also so ein Balken verbaut. Wenn wir den Balken jetzt so, ich sag mal, bis hierhin machen, dann sehe das so aus. Wir übertragen die Höhe nach hinten. Hier ist ja dann sozusagen die andere Höhe und auch hier hinten ist das ein Stückchen höher. Das fällt dann schon auf, wenn man das weglassen würde. Hier vorne ist das eine recht ungünstige Position. Ich zoome euch noch mal ein bisschen näher ran. So, ich glaube, dann seht ihr noch ein bisschen mehr, was hier passiert. Hier ist jetzt eine ungünstige Position, weil unser Auge praktisch, also der Winkel ist so geneigt, dass wir hier weder die Unter- noch die Oberseite sehen. Also es ist wirklich gerade. Das hat man normalerweise hier bei der Augenhöhe, wenn die irgendwo ist, sehen wir auf diesem Blatt nicht, weil die Augenhöhe
ist weit über dem Blatt, weil wir hier von oben schön drauf gucken können. Das heißt, wir müssen über dem Gebäude schweben oder wir sind in einem Nachbargebäude und glotzen hier drauf. So, jetzt möchten wir hier eine Tür rein haben. Wo könnten wir den denn hinbauen? Moment, das Dach ist ja noch gar nicht fertig. Wir brauchen einen Schornstein. Jetzt können wir überlegen, machen wir diesen ganzen Kram hier mal eben weg. Diesen Krempel braucht ja kein Mensch. Wobei, wir könnten hier noch so einen Dachausbau machen. Das wäre doch was Feines. Machen wir mal so. Wir ziehen einfach von hier die Linie weiter, so ein Stück, und sind dann ungefähr, ja, hier angekommen. Und von hier aus gehen wir in die Richtung, wie die Fluchtpunkte laufen. Ne? So, jetzt haben wir hier diese Geschichte. Und jetzt entscheiden wir, dass wir auf der Höhe einen Dachausbau machen. Das können wir hier dann nach oben ziehen. Hier geht es senkrecht, hier auch. Also langsam versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Hier wäre irgendwo Schluss. Also das entscheide ich jetzt einfach so spontan, ne, weil das hier reicht, glaube ich. So, und jetzt haben wir das gleiche wie auch bei dem Haus hier drunter, wie bei dem. Hier sieht man das, da an der Ecke, genau, ne? So haben wir das jetzt auch hier. Und zwar läuft jetzt eine Linie waagerecht, also zu den Fluchtpunkten hier in das Haus und trifft hier irgendwann auf diese Linie. Also zack, hier gibt es einen Schnittpunkt. Hier in der Mitte, also ist die Mitte, ne, das ist klar. Das heißt, da gestaltet sich die Giebel, also Dachgiebelgeschichte. Und das andere Ding hier läuft ja hier rein. Und das geht nur zu messen, wenn man von dem Ausschnitt, also da, wo das hier aufgeschnitten wurde, das Dach, von diesem Punkt aus, also hier im Dachlauf nach oben zieht. Und zwar schneiden die sich dann da und da ist das Dach zu Ende. Das heißt, die Geschichte läuft hier bis zu dem Punkt. Und von dem Punkt aus geht es dann hier runter. Dann hätten wir ein vernünftiges, ausgebautes Dach. Wenn wir das jetzt an dieser Stelle auch noch ein Stück überstehen lassen wollen, dann können wir das hier einfach in dieser Flucht sozusagen verlängern. Das sieht dann so aus. Und wenn wir das an den Seiten wollen, dann sehe das so aus. Das Ganze geht dann hier auch noch runter auf die Höhe. Das können wir dann mit der Linie abmessen, weil das da noch ein bisschen weiter geht. So, und dann hinter dem Gebäude verschwindet. So, wenn wir dem Ganzen hier mal so ein bisschen Kontur geben, dann sieht das auch so etwas definierter aus. Natürlich fehlt uns jetzt hier eine Sache, und zwar ist das Dach ja hier an der Stelle etwas dicker. Das heißt, dieses Dach müsste auch etwas dicker sein. Man hat hier natürlich auch da einen Aufbau, aber den zeichne ich jetzt hier nicht. Also ich mache hier nur mal so ein bisschen so, damit ihr das Prinzip versteht. Ein paar Dachsparren noch rein, fertig. Hier hinten kommt das. Okay, dann schneiden wir das Ganze hier mal ab. Machen wir mal so. Jetzt können wir noch entscheiden, was wir hier unten machen. Und zwar bräuchte ich, also ich hätte jetzt eigentlich nur Lust auf einen Schornstein, muss ich sagen. Ja, was machen wir denn da? Mensch, jetzt haben wir unseren Würfel ja schon gezeichnet. Aufgrund der Länge dieses Videos habe ich das in 2 Teile unterteilt und nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil dieser Perspektive.